Hallo und herzlich willkommen auf Epic. Heute bei uns von HRT Tactical, der Elbag Plate Carrier. Auf der SHOT Show 2023 haben wir schon mit HRT Tactical gesprochen und die haben gesagt, hey, wir würden gerne mal mit euch ein paar Videos machen, dass ihr immer die Produkte vorstellt. Hat sich dann im Jahr 2023 leider nicht mehr ergeben, aber im Jahr 2024 und wie wir auch auf dem Video auf dieser SHOT Show gesagt haben, zeigen wir euch die Sachen nochmal im Detail. Wir haben hier den Plattenträger für euch mitgebracht, den Elbag und auch das Plakat und das Zip-on-Panel und wollen euch dann in 2 Videos diese 3 Produkte mal im Detail zeigen. Beim Plattenträger unterteilt man grundsätzlich in typische Sandwich-Plattenträger, was 90 bis 95% der Plattenträger ausmacht. Und zwar ist das dann ganz einfach, wie man es kennt. Sandwich ist auch logisch. Wir haben 2 Scheiben, in dem Fall die Plattentaschen und in der Mitte den Körper, der zusammen gesandwiched wird. Und das ist so das typische Prinzip für einen Plattenträger. Hat den Vorteil, dass es in der Regel sehr nah am Körper alles ist, also sehr viel Bewegungsfreiheit hat. Aber eben auch den Nachteil, dass die Platten nicht sehr stabil in der Position am Körper bleiben. Gerade auch wenn der Kammerband ein bisschen weicher ist, sage ich mal, dann bei Bewegungen können die Platten dann relativ leicht verrutschen, gerade auch mit Gewicht vorne und hinten. Und deswegen ist man dazu übergegangen, bei manchen Plattenträgern eben nochmal in die Richtung Schwerbeladung oder eben auch Komfort zu gehen. Gerade auch wenn längere Einsätze geplant sind und man mehr Komfort braucht, dann muss man da definitiv ein anderes System wählen. Bis dato war der Goldstandard oder ist der Goldstandard von Crye Precision mit dem AVS-Harness, das seht ihr hier hinten hängen. Das ist im Endeffekt der erste Plattenträger gewesen, der von der Bauweise her weggegangen ist von diesem Sandwich-Prinzip. Die Idee dahinter war, wie bei einem Rucksack ein Tragegestell zu haben, auf dem dann die Platte aufgesetzt wird, zumindest die Rückenplatte, und die vordere Platte dann durch den versteiften Kammerband vorne eingeschoben wird. Und dadurch hat sich dann ein Ring um den Körper gebildet, der dann sehr gut die Lastenübertragung genommen hat. Beim AVS ist man sogar noch einen Schritt weiter gegangen und konnte dann noch mit 2 Streben am Battlebelt das Ganze nochmal entlasten, dass man wirklich auf der Hüfte dann den Plattenträger sitzen hat, wie bei einem Rucksack und überhaupt kein Gewicht mehr auf den Schultern. Aber wie gesagt, das war eine optionale Lösung. HRT Tactical hat jetzt ein ähnliches System mit einem Harness entwickelt, den Elbag Plattenträger, und den wollen wir euch einfach auch mal jetzt zur Gemüte führen uns zu Gemüte führen und den uns mal im Detail anschauen. Wir haben jetzt hier noch Zubehör angebaut, was ich jetzt erstmal wegbaue, weil es geht ja tatsächlich jetzt nur um den Plattenträger. Und zwar ist das hier das Maximus-Plakat, das wir euch auch nochmal im Detail zeigen. Kommt einmal weg. Das zeigen wir euch auch gleich. Und hinten drauf haben wir aktuell noch ein Zip-on-Panel, den Hydromax Pack, den zeigen wir euch dann auch in dem anderen Video mit dem Plakat zusammen. Dann haben wir ein Video, wo wir quasi nochmal über das Zubehör sprechen, was wir hier haben. Es gibt aber noch sehr viel mehr Zubehör bei HRT Tactical. Lohnt sich auf jeden Fall mal auf der Seite vorbeizuschauen. Okay. Da haben wir alles weg. Und da ist er wieder. Fangen wir an. Wir haben hier eine Konstruktion aus 500D Cordura. Wir haben hier natürlich Gurtband-Webbing bei Multicam auch in Wagenfarbe, Klett im oberen Bereich hier für Patches. Molle natürlich auch nochmal, falls man irgendwie mit Juggernaut-Cases oder ähnlichen Taschen, Admin-Taschen hier oben arbeiten will. Und das Ganze wird hier mit 2 M-Buckles nochmal verbunden, um hier eben dann Plakats anbringen zu können. Durch die Nutzung von vertikalem Gurtband wäre man hier auch in der Lage, von anderen Herstellern Plakats zu benutzen, die zum Beispiel mit G-Hooks arbeiten. Die kann man dann auch einhängen und eben dann auch hier vorne einfach einkletten. Die Plattentaschen selbst sind in 2 verschiedenen Größen verfügbar. Und zwar einmal für Medium und Large Sapis und einmal für eine XL-Variante. Die haben wir hier. Das heißt, hier passen dann Large und XL-Platten. Wir haben Large-Platten drin, die sind tatsächlich von der Größe her, haben die sehr viel Spiel. Also wenn ihr Large-Platten benutzen wollt und die XL-Variante nehmt, würden wir euch empfehlen, auf jeden Fall mit Soft Armor noch zu arbeiten, damit die Platte nicht so viel Spiel hat. Und ansonsten, wenn ihr ohne Soft Armor arbeitet, auf jeden Fall
dann die Medium-Variante nehmen. Weitere Ausstattungsmerkmale auf der Front sind hier natürlich die Schnellverschlüsse, auch von 2M, die Rockbuckles. Die hat man hier gewählt. Und man hat hier als Besonderheit, und das feiere ich tatsächlich hart, das haben viele Plattenträger nämlich nicht, man hat hier oben nochmal ein extra Polster eingefügt, hier in der Mitte, gerade wo der Kinn ist, um unangenehme Stöße von der Platte hier im Kopfbereich zu vermeiden, wenn die doch tatsächlich mal nach oben rutschen kann. Ansonsten gibt es hier noch rechts und links 2 elastische Schlaufen, um Kabel für Funkgeräte zu führen oder um natürlich auch einen Trinkschlauch zu führen, wie ihr es am Anfang schon gesehen habt. Die Rückseite kommt als nächstes. Hier hat man auch wieder eine Plateback, die mit 2 Klettfeldern dann entweder für Patches oder eben für Zip-on-Panels geeignet ist. Hier die Molle oder die PAL-Schlaufen für die Zip-on-Panels nochmal zur zusätzlichen Sicherung. Das heißt, ich zippe sie ein und kann aber die ganze Last dann hier oben in die Schlaufen setzen und habe dann hier die Reißverschlüsse. Anders als andere Hersteller setzt man bei HRT Tactical auf 2 Reißverschlüsse pro Seite, nicht mit einem durchgängigen. Und das hat Vor- und Nachteile. Nachteil ist natürlich, wir sind nicht kompatibel mit anderen Herstellern, aber der Vorteil ist, die HRT-Backpanels gibt es eben auch in Halbkonfigurationen. Und so kann ich sehr flexibel meinen Plattenträger an den Auftrag anpassen. Bedeutet zum Beispiel, ich habe ein halbes Panel mit 3 Flashbang-Granaten, was ich immer mitführen will, weil ich der Breacher bin oder weil ich das Zeug für den Breacher trage in dem Fall. Und habe unten aber wechselnde Ausrüstung, wie zum Beispiel eine Nachtsichtgerätetasche oder eben nochmal eine Tasche mit Sprengladung oder sonst was. Und das kann man dann individuell abmachen, während das Flashbang-Panel immer bestehen bleibt. Man kann natürlich auch ein komplettes Panel nehmen, was dann eben über 2 Zipper verfügt. Das zeigen wir euch dann im zweiten Video. Da haben wir den Hydromax und da wäre dann diese Lösung angedacht. Ja, aber wie gesagt, das Geheimnis an diesem Plattenträger ist natürlich hier das Harness-System und das zeigen wir euch jetzt am besten einfach mal, indem wir den Plattenträger auf den Tisch packen. Wir starten mit dem unspektakulären Frontteil. Da ist natürlich vom Harness her nicht viel zu sehen, aber vom Komfortlevel auf jeden Fall schon mal etwas. Zum einen hat man hier die Möglichkeit, die Schulterträger von der Höhe einzustellen. Ihr könnt hier auch, wie ihr sehen könnt, die Rockschnallen ausschlaufen. Das heißt, wenn sie kaputt gehen, wäre hier die Möglichkeit gegeben, das Ganze eben so zu nutzen, dass ihr keine Rockschnallen benutzt oder also zum Beispiel, wenn ihr sagt, ich will eine Austria Alpin Buckel haben oder eben auf einer Seite nur einen D-Ring, um es möglichst flach zu haben an der Waffenseite. Also da habt ihr wirklich freie Wahl und könnt hier entsprechend oben anpassen. Dann habt ihr hier 2 Bereiche mit Flauschklett. Die sind dafür gedacht. Es gibt von HRT Tactical nochmal Polster, die man hier auch on top aufsetzen kann, um eben nochmal Luftzirkulation im Brustbereich zu gewährleisten, indem dann der Mittelteil leer bleibt. Es gibt aber schon ab Haus hier 2 Einschübe und die sind mit einem geschlossenen Schaumstoff versehen. Ich versuche die mal hier rauszuziehen. Die sitzen natürlich schön stramm, weil die eben nicht für das häufige Rausziehen gedacht sind. Aber ich glaube, wir kriegen das hin, wenn wir uns ein bisschen Mühe geben. Ja, da ist er. So sieht er aus, geschlossener Schaumstoff. Und das ist schon mal ein Abstandshalter, der dann schon mal von Haus aus hier mit ein bisschen für Komfort sorgt und hier in der Mitte schon eine Luftzirkulation gewährleistet. Um die Platte zu entnehmen, habt ihr hier im unteren Bereich, wie üblich bei Plattenträgern, eine Klettöffnung. Hier ist auch nochmal eine Zuglasche dafür vorgesehen, dass der Klett sich öffnen lässt. Der ist nämlich sehr aggressiv und großflächig. Geht nicht so schön schnell wie bei Division, dass man einfach, wenn die Platte durch ist, sie rauswirft und dann aus dem Rucksack eine neue zieht. Aber wie gesagt, das ist ja auch nur ein Spiel. Und das wäre dann die Möglichkeit, hier die Platte einzusetzen. So, jetzt kommen wir zum interessanten Teil und das ist die Rückseite. So sieht das Harness-System aus, wenn ihr den Plattenträger euch von innen anschaut. Ihr seht schon, der Fokus liegt hier auf einer Tegris-Konstruktion. Das heißt, ihr habt hier im Kammerband Tegris verbaut und auch hier in den Flügeln, die das eigentliche Tragesystem ausmachen, habt ihr wieder Tegris. Das Ganze ist so konfiguriert, dass es hier in das Schulterteil übergeht. Das heißt, auch hier muss ich hergehen und das Schulterteil einmal komplett lösen, wenn ich denn das Harness mal mir im Detail anschauen will. Und genau das machen wir jetzt einmal für euch. Dazu muss ich natürlich einmal hier den Schulterbereich entfernen.
Und dann kann ich hier auch den Klett lösen, um hier auszuschlaufen. Und dann habe ich hier nochmal eine Druckknopfsicherung. Ich mache das jetzt nur mal auf einer Seite, dass ihr das gerade mal sehen könnt. Und so ist dann die Plattentasche mit dem Harness verbunden. Das Schöne ist jetzt hier, dass ich hier die Breite auf meinen Körper einstellen kann. Das heißt, wenn ihr einen breiteren Rücken habt oder einen schmäleren Rücken habt, könnt ihr hier sehr variabel die Weite einstellen, wie der Plattenträger für euch arbeitet. Und der Vorteil ist halt tatsächlich, dass die hintere Platte immer noch mal vom Körper wegsteht und hier nur die beiden Seitenflügel euren Körper berühren und dadurch auch noch mal deutlich mehr Luftzirkulation gewährleistet ist. Die Weite lässt sich sogar on the fly einstellen. Das heißt, ihr habt hier unten ein Zugband. Damit könnt ihr dann die Weite einstellen, so wie ihr das braucht. Und könnt das dann tatsächlich auch immer machen, zumindest in einem gewissen Bereich, wo hier die Schnallen das oder beziehungsweise die Gurtstreifen das hier zulassen am Plattenträger, habt ihr hier dann die Möglichkeit, in der Weite das Ganze zu variieren. Jetzt schauen wir uns den Kammerband nochmal im Detail an. Dazu entfernen wir einfach mal einen Flügel. Das ist auch relativ simpel. Der ist quasi hier in dem Harness unten geführt. Man sieht das hier schön am T-Griss. Und dann habe ich hier ein T-Stück, das ich hier einfach nur durch die Aussparungen setzen muss, um den dann komplett lösen zu können. Dadurch ist der Kammerband dann entfernt. So sieht er aus. T-Griss ist hier die Konstruktion und ich habe hier von Haus aus nicht dieses Panel mit dabei, das ist das Longmoller Panel, sondern der Elbag kommt, soweit wir wissen, mit einem 4 Pals breiten Panel, was auch nochmal eine integrierte Funkgerättasche ist. Das ist wie gesagt optionales Zubehör. Falls ihr sagt, ich brauche kein Funkgerät, will lieber mehr Molle haben über die ganze Fläche, dann könnt ihr das natürlich nutzen. Der Vorteil hier gegenüber anderen Systemen ist, dass man dieses System ganz einfach verstellen kann. Das heißt, wenn ihr zum Beispiel Winterkleidung nochmal unterm Plattenträger tragen müsst und dann in der Größe variieren müsst, hat man hier deutlich schneller das Ganze angepasst durch diese Leiterschnallen. Die werden einfach ausgeschlauft und dann kann ich hier das Ganze auf dem Kammerband bewegen, so wie ich das brauche. Ich muss noch einmal hier rausgehen. So, jetzt ist es komplett frei und kann das dann auch sogar komplett abschlaufen, wenn ich sage, ich will absolut slick gehen und habe hier nur mein Seitenteil. Optional kann man hier nämlich auch Plattentaschen dazu nehmen. Die kommen so, wie sie hier zu sehen sind, von HRT. Das heißt schon direkt mit einer Schnalle vorne auch. Ist immer ein bisschen blöd, hier die Schnellspann-Schnallen zu lösen, wenn die nicht am Plattenträger sind. So, und die kann ich dann genauso nutzen und aufschieben. Das heißt, ich gehe hier einfach einmal durch den Schlitz, lasse hier die D-Schnalle vorne drauf, schiebe das dann hier einmal komplett durch, so weit wie ich es haben möchte. Wenn ich den Schutz vorne haben möchte, ganz vorne, ansonsten hinten, wähle dann meinen entsprechenden Slot hier aus und führe dann da einfach die Schnalle einmal durch. Dann wird die hier auf der Gegenseite gekontert, rastet ein und dadurch kann dann das System nicht mehr rutschen, wenn ich es vorne eingehackt habe. So, da kommen wir auch gleich zum nächsten Punkt und das wäre dann die Befestigung auf der Front. Das haben sie nämlich auch sehr schön gelöst bei HRT. Man ist hierher gegangen und hat nicht wie beim AVS von Crye hier auf der Rückseite die Einschübe für den Kammerband gebaut, sondern man hat ihn hier unterm Klett auf der Front gebaut. Das hat den Vorteil, dass der Kammerband hier eingeschoben wird, hier hinten dran ein Spalt entsteht. Das heißt, die Platte wird durch den Kammerband auch noch mal mehr an den Körper rangezogen. Und ich habe natürlich hier gleich durch diesen Spalt eine schöne Lücke, wo ich zum Beispiel mein Funkgerät setzen kann. Ich sehe gerade, ich muss das noch ein bisschen weiter hinter machen, damit das hier auch schön funktioniert. Das ist ja das Schöne, einfach hier schieben und machen, wie man es braucht. Und dann kann man das entsprechend nutzen. Dafür übrigens gibt es bei HRT auf der Homepage ein sehr, sehr schönes
Manual, eine Bedienungsanleitung für den Kammerband, für die Einstellung mit allen Größen. Das Harness ist ein One-Size-Fits-All, also nur die Plattentaschen haben verschiedene Größen. Das Harness ist immer gleich. Das könnt ihr euch dann da mal im Detail anschauen. Und dann seht ihr auch, wie variabel man hier die Weite einstellen kann. So, also nochmal, ich schiebe es hier vorne ein und dann raste ich hier mit meiner Schnalle ein. Habe jetzt natürlich verkehrt rumgebaut. Dann nehmen wir gerade mal die hier. Das ist ja das Schöne und also gleichzeitig Schöne und gleichzeitig Schwierige bei den Rockschnallen. Ich kann die Richtung auswählen, in die ich ziehe, je nachdem, wie rum ich das platziere. Ich habe es jetzt nach oben mal platziert und dann ist hier der Kammerband eingeschoben. Und durch diese feste Struktur, die dann auch mit hinten verbunden ist, habe ich hier die Möglichkeit, eben einen Ring um den Körper zu bilden und die Plattentaschen bleiben dann eben in einer Position und vor allem der Kammerband sackt nicht ab, wenn hier Gewicht drauf liegt. Ansonsten sind die Innenseiten mit Mesh gepolstert, was auch nochmal für Komfort sorgt. Für alle, die jetzt sagen, eine Rockschnalle vorne ist mir eigentlich zu viel, ich möchte das nicht, haben wir für euch hier auch die Minimallösung mal mitgebracht. Das heißt, ich kann natürlich hergehen und sagen, ich will diese ganzen Rockschnallen überhaupt nicht am Plattenträger haben. Ich möchte hier gern klassisch immer alles anheben, wenn ich hier arbeite und brauche kein zusätzliches Ding. Das heißt, ich kann hier mit diesem Klett arbeiten. Das wird einfach hier durchgeschoben, eingehakt und dann könnt ihr hier natürlich einfach hergehen, das einschieben und hier sichern und dann habt ihr wirklich den minimalistischsten Kammerband, den man sich nur vorstellen kann. Das war unsere Vorstellung des Elbag Plate Carriers von HRT Tactical. Wir finden, es ist ein sehr gelungener Plattenträger, gerade auch was die Ladekapazitäten angeht durch das Harness-System. Mit dem Tegris-Verbund zusammen hat man hier wirklich eine sehr stabile Plattform und das Ganze eben auch nochmal im Preisverhältnis deutlich günstiger als bei der Konkurrenz. Man muss natürlich hier dazu sagen, man hat schon von Haus aus direkt sehr viel Zubehör mit dabei, was man woanders eben schon noch extra dazu kaufen muss und das treibt den Preis auch nochmal in die Höhe. Und hier hat man wirklich schon ein sehr gut durchdachtes System, mit dem man arbeiten kann, ab Werk. HRT Tactical gibt es aktuell leider noch nicht in Deutschland. Wir arbeiten daran, das zu ändern. Ansonsten könnt ihr natürlich gerne bei HRT Tactical auf der Webseite mal schauen und dort euch die Details nochmal anschauen. Wie ich schon im Video gesagt habe, lege ich euch auch da auf jeden Fall nochmal ans Herz, das Manual zu dem Plattenträger anzuschauen. Da haben sie sich wirklich sehr viel Mühe gegeben und alles nochmal im Detail erklärt in Bildern. Gerade was den Zusammenbau angeht, ist ja doch ein bisschen ein komplexeres Thema. Wie findet ihr den Plattenträger? Schreibt es uns gerne in die Kommentare. Ansonsten, wie immer an dieser Stelle, liken, Abo, Glocke klicken. Wir sehen uns beim nächsten HRT-Video mit dem Zubehör. Bis dann, macht's gut, bye bye.